Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video und ganz konkret heute zum Update 3.1 und der wurde uns ja als kleiner Update versprochen. Man muss allerdings sagen, da sind wirklich absolut game-changing bzw. game-verbesserungstechnische Änderungen drin, die zum Beispiel die Hitrack, also die Hit-Registration betreffen, die Streuung der Kugeln betreffen wird, etliche Nerfs, unter anderem auch Optimierung des Aim Assist für Konsolenspieler bzw. eine Verbesserung der Konsistenz des Aim Assists und so weiter. All das checken wir heute einmal kurz gemeinsam in den Short News bzw. dem Short Update, also bleibt sehr gerne mit am Start. Loslegen werden wir mal mit den General-Änderungen bzw. General Changes. Dazu gehe ich jetzt auch nur auf die wichtigsten Punkte ein. Ich blende euch das Ganze natürlich im Hintergrund ein, dass ihr einmal mitverfolgen könnt, um was es natürlich hier an der Stelle geht. Ich finde, der wichtigste Punkt aus den General Settings ist in jedem Fall, dass das Gameplay auf Konsole, die Zielhilfe, also der Aim Assist, konsistenter sein wird. Wir werden das auch unter anderem heute Abend im Livestream dann einmal auschecken, wie wesentlich da die Änderung ist. Also schaut auch da gerne auf twitch.tv/a_teamyt. Schaut gerne mit rein, ab 19 Uhr starten wir heute und dann werden wir natürlich das Ganze auf Herz und Nieren gemeinsam mit euch zusammen prüfen und dann sind wir auch schlauer, ob diese ganzen Big Changes in Anführungszeichen auch so im Game angekommen sind. Gut, machen wir weiter, auch immer noch bei den General Settings. Ein Problem wurde behoben, durch das Ausrüstung manchmal nach dem Beitritt zu einem Server im Spawn-Bildschirm leer waren, wodurch keine Waffenauswahl möglich war. Das ist der Loadout-Bug. Den kennt, glaube ich, auch jeder von uns und hat sich jeder auch schon darüber ordentlich geärgert. Also sind wir mal gespannt, ob das dann auch wirklich so gefixt ist. Auf jeden Fall summa summarum alles wirklich sehr, sehr sinnvolle Änderungen. Weiter geht's mit den Audio-Settings und Audio ist ja ein wesentlicher Bestandteil natürlich, damit wir alle wissen, wo kommen die Gegner her und das soll auf jeden Fall hinsichtlich Klarheit, Entfernung und Richtungswahrnehmung verbessert worden sein. Wir kennen es alle. Die Elefantenherde trampelt durch das Gebäude, wo wir gerade drin sind und wir können weder unterscheiden, wie weit sind sie weg, noch welche Schritte kommen von welchen Gegnern, beziehungsweise sind sie einfach nur von Freunden. Gut, geht's weiter mit den Waffen-Settings, beziehungsweise Waffenverbesserungen. Da gibt es einige kleinere Anpassungen, unter anderem für diese Unterlaufgranatwerfer, die es bei dem einen oder anderen Sturmgewehr auf jeden Fall gibt. Hier auch die Frage, hatte ich öfter in den Kommentaren gelesen, wie man das Ganze umstellen kann. Ich kann jetzt nur für Konsole sprechen, für PC weiß ich es leider nicht, aber wenn ihr auf Standard-Settings unterwegs sind, dann ist es Steuerkreuz nach unten. Andernfalls, wenn ihr das alles schon umgebaut habt, dann müsst ihr einmal in eure Controller-Justierung bzw. Controller-Tastenbelegung schauen und eventuell das Ganze halt einmal ändern. Gut, die Streuungswerte sind jetzt nicht so interessant, sondern die Streuungswerte ist das, was wir hören wollen, also die Streuung auf Distance. Und die wurde dahingehend gepasst, dass, wenn wir jetzt bei schnelleren Einzelschüssen und kurzen Salven diese Streuung schneller abnimmt. Das ist genau der Effekt, den wir immer sagen oder den die meisten, die schon länger FPS-Games halt eben neben Crowdshooten und whatever alles nutzen, ist dieses Tap-Feiern oder Burst-Feiern und das muss halt auch belohnt werden gegenüber einem, der halt einfach nur vollautomatisch die Taste gedrückt hält und das ist mit dieser Anpassung gemeint. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig starke und wichtige Änderung, die uns hoffentlich auch im Game in jedem Fall weiterbringen wird. Im Folgepunkt haben sie eben auch festgehalten, dass die Zunahme der Streuung auch bei Dauerfeuer angepasst wird. Das wird jetzt etwas länger sein. Werden wir jetzt auch gemeinsam dann heute noch checken. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir wieder die vollautomatischen Laserbeams haben. Es würde sich jetzt aber ein bisschen mit dem oben genannten Punkt ganz einfach beißen. Also ich gehe nicht davon aus. Ich gehe schon davon aus, dass es ordentlich gebalanced ist. Weiter haben sie die Rückstoßwerte bei zu aggressiven Feuerstößen auch nochmal bei etlichen Waffen angepasst und ihr Schlingel mit aggressiven Feuerstößen. Wisst ihr, was ich meine? Hier in irgendeine andere Richtung denken. Wir diskutieren über Waffen von Battlefield 2042. Nicht vergessen. Und die Hüftfeuerpräzision aller MPs wurde erhöht. Auch wichtig. Ganz einfach, weil die Sturmgewehre jetzt natürlich wieder viel stärker geworden sind im Vergleich zu MPs. Teilweise haben sie sogar höhere Feuerraten als die MPs mit höherem Schaden. Und das macht dann natürlich so eine MP eigentlich sinnlos. Aber so könnt ihr zumindest den Hüftfeuervorteil nutzen. Also erst aus dem Hüftfeuer feuern und dann vielleicht noch ins Visier gehen. Dann habt ihr auf jeden Fall einen Zeitvorteil im Nahkampf. Und das funktioniert nämlich bei den Sturmgewehren überhaupt nicht. Und das finde ich soweit auch richtig und wichtig. Und die restlichen Änderungen, die überspringen wir jetzt an der Stelle ganz einfach, weil das sind hier eine Anpassung, da eine Anpassung und so weiter. Nicht so wichtig. Wir wollen uns mal auf die wichtigen Dinge ganz einfach
konzentrieren. Und damit wollen wir zu den Fahrzeugen springen. Und hier gibt es ja schon, naja, ein Thema, ganz einfach mit diesen vollautomatischen Autoguns, 30 mm Bolt zum Beispiel oder whatever, oder sogar die 50 mm auf dem Standard Jeep, Hovercraft und etc. Diese ganze OP-Thematik, insbesondere wenn ihr auf Infanterie schießt. Es war klar, dass das geändert worden muss hinsichtlich Explosionsschaden, und das haben sie jetzt auch etwas angepasst. Hier seht ihr noch einmal die einzelnen Werte, in welche Richtung das Ganze geht. Auch hier würde ich sagen, wie sich das Ganze dann in-game auswirkt, werden wir nochmal checken, aber teilweise ist hier wirklich der Explosionsschaden hier um die Hälfte reduziert, zum Beispiel beim Wildcat von 70 auf 35, also das ist schon heftig, vor allem weil ich eher beim Wildcat sogar den Eindruck hatte, da musste man schon relativ genau treffen. Ich sage jetzt mal im Gegensatz zur Bolte 30 mm, wo du sowieso alles, naja, ich sag mal weggesnackt hast. Da wollen wir mal sehen, wo wir dann am Ende rauskommen, weil hier hat sich der Explosionsschaden nur geringfügig verändert. Also, wir wollen mal gucken. Das scheint mir noch nicht ganz ausreichend zu sein, aber testen wir es ganz einfach im Game gemeinsam einmal durch. So, dann geht es weiter mit den Gadgets. Splittergranaten sind hinsichtlich Schadenswerten und Munition angepasst worden. Nichts Besonderes. Umgebungssensor auch nochmal ein Punkt. Natürlich, die ganze Karte ist vollgelegen mit diesen Sensorik-Teilen, Kügelchen. Der Sichtungsradius ist von 30 auf 20 Meter verringert worden, also deutliche Reduktion, und auch die Betriebszeit von 30 auf 14 Sekunden verkürzt. Also da soll dem Ganzen entgegengewirkt werden, dass ihr permanent auf dem Radar sichtbar sind. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal einhaken, weil ich auch immer wieder gefragt werde, macht doch mal ein Video zu den Schalldämpfern bzw. zu den Aufsätzen, die machen doch gar keinen Sinn mit den Proxy-Sensoren und so weiter. Ja, gebe ich euch recht, haben bis jetzt auch wirklich nicht viel Sinn gemacht, weil ihr trotzdem immer sichtbar wart. Jetzt muss man aber sagen, dass eventuell auch ein Schalldämpfer, gerade wenn ihr flankt, da wieder Sinn machen könnte. Auch das werden wir natürlich gemeinsam testen, weil jetzt hier schon ein deutlicher Nerf auch einmal vorgenommen wurde. So, und dann haben wir noch kleinere Verbesserungen bei Hazard Zone und Soldat. Das finde ich jetzt nicht so kriegsentscheidend. Viel wichtiger ist, dass sie am Durchbruch gearbeitet haben, und hier wurden die Flaggenpunkte auf Kaleidoscope, Orbital und Sanduhr, also die Eroberungspunkte, die auf den Hochhäuserdächern waren, ja, wo immer schön die Aufzüge abgekämmt wurden und so weiter, die wurden entfernt. Keine Ahnung, wie es sowas überhaupt ins Spiel geschafft hat. Gott sei Dank haben sie es jetzt rausgepatcht, also auch da werden wir schauen, lässt sich Durchbruch mit diesen Änderungen jetzt wieder besser spielen? Ich hoffe doch, weil spätestens an diesen Punkten war es in den meisten Games dann natürlich sofort vorbei. Und in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, eure Meinung ist gefragt. Was haltet ihr von den Änderungen? Also ich muss sagen, mir gefällt der Update, um das jetzt hier mal vorwegzugreifen. Ja, ich will euch aber nicht beeinflussen in eurer Meinung. Ich finde das aber sehr gute und sehr wichtige Änderungen. Die müssen ins Spiel. Die können jetzt wirklich auch nochmal einen richtigen Input auf das Game haben. Also richtige Verbesserungen sein. Zusätzlich mit den ganzen Performance-Fixes, die wir ja in den letzten 2 Updates bekommen haben. Mal sehen, vielleicht haben wir jetzt auch schon wieder mal ein Stückchen mehr Spaß mit Battlefield 2042. Also packt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, und dementsprechend würde ich sagen, bin ich für heute raus. Wie immer, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns heute Abend hoffentlich im Livestream und oder beim nächsten Video. In diesem Sinne, haut rein, euer A-Team.